Ich packe gerade meine letzten Sachen zusammen. Dann laufe ich von hier zum Busbahnhof. Das sind nur 600 Meter ungefähr. Und dann fahre ich nach Puerto Natales und ab morgen startet dann der Trek. Ich habe mein Zeug zusammengepackt, werde dann in Puerto Natales ganz viel auspacken und vor Ort lassen und wirklich mit Minimalgepäck loslaufen. Ja, also sind gestern spät nach Hause gekommen, die Nacht davor kaum geschlafen. Ich bin immer noch ganz schön erkältet, man hört es vielleicht. Die Busse sind wirklich super ausgestattet. Wir haben hier WLAN, Anschnallgurt und super komfortabel. Dafür zahle ich 20 Euro für 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Das ist wirklich ein hervorragendes Angebot. Es ist jetzt kurz nach 6. Ich mache mich gerade auf den Weg zur Busstation. Von da aus sind es dann noch 2 Stunden der Bus bis zu meinem Startpunkt. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, aber ich bin noch ziemlich erkältet. Ich bin jetzt noch nicht wirklich fit. Nach dem Dientes de Navarino ist das hier der komplette Gegenentwurf. Es sind irgendwie mindestens 1 Million Leute, die gleichzeitig mit Bussen im 10-Minuten-Takt fahren. Wir sind jetzt am Parkeingang angekommen und für den O-Track nach Serón gibt es hier so einen Transfer zum anderen Bus, so ein Stückchen laufen. Das Wetter ist gut, die Sonne ist mittlerweile aufgegangen. Ja, es wird ein easy Tag heute. Ich habe genug Zeit, es ist erst kurz nach 9 und 7 Kilometer extra ist jetzt nicht viel. So nach 1 Stunde und 15 Minuten bin ich vom Gate her quasi hier am Trailhead angekommen und mache mich jetzt auf den Weg. Es sind, glaube ich, nochmal 5 Stunden oder so. Es ist immer noch früh, ist erst kurz nach 10. Ich habe noch alle Zeit der Welt. So, ich habe mich irgendwie kurz verlaufen und bin in so eine Hotelanlage reingelaufen. Aber ich bin jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Der W-Track ist besser ausgeschildert. Vielleicht bin ich einfach zu ungeduldig gewesen, zu früh abgebogen. So, ich bin jetzt die ersten 4 oder 5 Kilometer auf dem O-Track unterwegs und bis jetzt, naja, man sieht halt noch nicht viel. Also der Weg führt hauptsächlich durch Unterholz oder durch so Wälder wie hier, sodass man von der Umgebung nicht so viel sieht. Ich habe gerade mal geguckt, es sind nur noch 9 Kilometer bis zum Camp. Das ist also echt easy. Also man kann hier diese Strecke wahrscheinlich 3 Stunden laufen. Aber mal gucken, es sieht so aus, als würde sich der Weg noch dramatisch ändern.
Und ich hoffe natürlich auf tolle Aussichten. Ja, die Camps sind alle bewirtschaftet. Dementsprechend gibt es auch Wirtschaftswege. Und die werden hier mittels Pferden und UTVs versorgt. Es gibt dann immer wieder Stellen, an denen trennen sich die Wirtschaftswege von den Wanderwegen. Aber dann läuft man auch wieder ein großes Stück auf diesen Feldwegen entlang. Das ist halt einer der Kompromisse, die man hier machen muss. Ja, man muss hier tatsächlich einchecken, das geht auch erst ab 14:15 Uhr, bin ich genau rechtzeitig gekommen, trotz der zusätzlichen 7 Kilometer, die ich gelaufen bin. Und es ist wahnsinnig ausgestattet, also es gibt hier die Dusche, man kann hier Pizza kaufen, Kuchen, gibt eigentlich alles, was man sich hier nicht vorstellen kann. Ich musste für heute Nacht so ein vorbereitetes Zelt buchen, weil sonst nichts mehr frei war. Ich bin mal gespannt, was ich für $200 die Nacht bekomme. Ja, das hier hinter mir ist mein Zelt für heute Nacht. Ich glaube, ich habe 2 Campgrounds, an denen ich ein Zelt buchen musste. Ich muss zum Glück nicht auschecken, kann also direkt gehen. Das ganze Trinkwasser hier ist trinkbar, man muss es nicht abkochen oder filtern. Kochen darf man nur an einem davor vorgesehenen Platz, in so einem Zelt da hinten. Ist jetzt gerade mal 2:30. Ich richte mich erstmal ein. So, letztlich kriege ich für $200 ein Zelt. Da ist eine Matte drin und das war's. Ja, was soll ich machen? Es gab keine andere Option. Ich habe vor 8 Monaten gebucht, da war hier an Zeltplätzen schon alles ausgebucht. Nichts mehr zu bekommen. Ist halt so. Tomatensuppe mit schwarzen Bohnen. Das war ziemlich einfach zu bekommen und leicht zu transportieren. Ich brauche wenig Wärme, um das zu erhitzen. Es ist kurz nach 9. Die Sonne geht hier immer relativ spät momentan auf, kurz nach 7. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Heute ist eine der schönsten Etappen, heute und morgen. Und ein Großteil vom Feld ist schon losgezogen. Aber warum soll ich mich beeilen? Ich habe ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun.
Heute war wirklich schöner Trek, muss ich sagen. Zunächst ist mal so ein Berg aufgestiegen, war dann nass geschwitzt, als ich oben ankam. Und dann gab es oben so 60 km/h Sturmböen, die mich fast von den Füßen gerissen haben. Und ich habe mit Rucksack ungefähr 100 Kilo Gewicht. Es war ziemlich windig, aber hatten fantastisches Wetter und eine fantastische Aussicht auf die schneebedeckten Berge rundherum. Jetzt führt der Weg, nachdem er durch so ein Stück Pampa gegangen ist, durch Wald. Dann gibt es noch einen Aufstieg und dann bin ich schon da, also etwa eine Stunde. Camp Dickinson nach knapp 5 Stunden Stage 2 abgeschlossen. Jetzt muss ich erstmal wieder zum Check-in. Ich habe heute nur einen Zeltplatz für $12 die Nacht. Gestern war Check-in erst um 14:15 Uhr geöffnet. Ich bin schon noch zu früh eigentlich dafür. Mal schauen, wie es hier ist. So, es ist jetzt kurz nach 14 Uhr. Ich habe eingecheckt, einen schönen Zeltplatz am Wasser gefunden. Das Zelt steht. Darf hier nichts rumliegen lassen. Ich habe da hinten schon 2 Caracaras gesehen, die hier durch die Gegend laufen und suchen, ob sie irgendwas zum Fressen oder Spielen finden können. Was für eine unfassbar schöne Aussicht. Er ist jetzt kurz vor 8 an Tag 3. Ich habe gerade mal nach der Uhr gepackt. 25 Minuten, um alles zusammenzupacken. Da habe ich für morgen so einen Anhalt, weil morgen muss ich schon vor Sonnenaufgang los. Es war relativ warm heute Nacht. Das Wetter sieht ganz gut aus momentan. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Heute ist nur eine kurze Stage, etwa 4 Stunden.
Ja, heute ist ein ziemlich kurze Stage, sehr leicht. Dafür ist die morgen die längste und die schwerste auf dem ganzen Trek. Ich stehe hier oben auf dem Aussichtspunkt und es ist einfach nur fantastisch. Los Perros, Lager 3, 3 Stunden 45 bis hierher. Die Ranger haben mir gerade gratuliert, weil ich die erste Person bin, die es heute hier ins Camp geschafft hat. Dabei habe ich mich nicht mal beeilt und viele Fotos gemacht. Ich denke, die anderen sind bei den Aussichtspunkten stehen geblieben. Ich habe mich an der Ranger-Station wie immer registriert, muss jetzt quasi einchecken und dann baue ich mein Zelt auf. Ich habe noch viel Zeit für heute, hier ein bisschen durch die Gegend laufen. Ich bin eigentlich immer erst dann entspannt, wenn mein Zelt steht, meine Sachen eingeräumt sind, für den Fall, dass es regnet. Es ist jetzt 12:30, Check-in ist erst um 1. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich gehe mal den Trail schon mal ein bisschen weiter, das Gelände abzuschätzen. Morgen früh ist mein Plan, um 4:30 Uhr aufzustehen, zu frühstücken und spätestens um 5:30 Uhr hier loszulaufen. Mir wurde noch mal gesagt, prinzipiell darf man nicht im Dunkeln laufen, aber der Ranger meinte, mich würde keiner aufhalten und da der Weg hoch bis zum Pass 5 bis 6 Stunden beträgt und ich dann noch mal 5 bis 6 Stunden runterlaufen muss, ist es, glaube ich, schon besser, wenn ich so früh wie möglich losgehe. Ja, ich konnte mal einen Blick auf die Wettervorhersage für morgen werfen. Also heute Nacht sollen wir so um die 0 Grad haben, dafür kein Regen und morgen wenig Wind. Das klingt erstmal super. Also ich hoffe, dass es so bleibt, vor allem oben am Pass. Das sind morgen früh 600 Meter Aufstieg auf den Pass und dann 600 Meter Abstieg. Auf dem Pass soll es immer extrem windig sein, deswegen immer diese Vorhersage mit Vorsicht genießen. Aber wenig Wind klingt schon mal ganz gut. Ich glaube 10, 11 km/h waren angesagt. Es ist jetzt 4:30 Uhr. Ich bin, soweit ich es beurteilen kann, der Erste auf dem Trail. Ich habe ausgiebig gefrühstückt, alles zusammengepackt. Und das innerhalb von einer halben Stunde. Heute die Etappe ist so mit 10 bis 12 Stunden angegeben, wobei es die ersten 5 Stunden eigentlich nur bergauf geht. Ich bin jetzt aus dem Wald raus. Der Himmel ist sternenklar. Schade, dass ich das nicht zeigen kann. Und hier ist auch deutlich kälter. Ich bin jetzt seit etwas mehr als 2 Stunden unterwegs. Hinter mir geht langsam die Sonne auf und hier um mich rum tauchen die ersten Schneefelder auf. Ja, das hier ist der John Garner Pass auf 1200 Meter, der höchste Punkt dieses Treks. Ich habe knapp 2 Stunden hier hoch gebraucht. Die Sonne müsste jetzt eigentlich langsam aufgehen, aber es ist so bewölkt, dass man noch gar nichts sieht. Dafür ist es hier vollkommen windstill. Das ist immer der Punkt, vor dem gewarnt wird, dass es hier so extrem starke Winde gibt. Da habe ich echt Glück. Ich warte aber jetzt nicht, bis das Licht da ist, sondern ich gehe jetzt gleich runter auf die andere Seite und warte den Sonnenaufgang da ab. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich der Pass schon war. Ich weiß nicht, habe ich mich so hart verkalkuliert? Ich habe gedacht, ich brauche mindestens 3 Stunden und der Trek ist immer so heute mit 10 bis 12 Stunden ausgeschrieben. Vielleicht kommt der Hammer erst noch, aber kann nicht sein, weil da hinten sehe ich die Berge schon und da geht es wieder runter.
ist ganz schön schwül. Die Sonne ist vor einer halben Stunde oder so aufgegangen. Ich bin jetzt seit 3 Stunden unterwegs. Und die 600 Meter, die ich aufgestiegen bin, geht es genauso steil auch wieder runter. Hier durch den Wald, oberhalb des Gletschers. Und es ist irgendwie total warm und so feucht und irgendwie unangenehm. Und dieser Weg nach unten ist noch weniger erfreulich als der Weg nach oben. Es ist jetzt 8 Uhr, ich bin seit 3 Stunden 15 Minuten unterwegs und mache meine erste Pause mit dieser unglaublichen Aussicht. Stunden 40 Minuten bis hierher, jetzt noch 7 Kilometer bis zu meinem Endpunkt. Es ist 8:30 Uhr. Müsste so gegen 12 da sein, schätze ich. Wahnsinn. Das ist der Grey Gletscher und das ist der Lago Grey. Und da ist mein Camp für heute Nacht. Jetzt kommt die erste von, ich glaube, 2 Hängebrücken. Die Ranger haben mir den Tipp gegeben, meine Stöcke zu verstauen, damit ich mich gut festhalten kann. Und das habe ich getan. Ich bin gespannt.
Los Perros, Lago Grey, 6 Stunden, 20 Minuten. Nicht schlecht, oder? So. Es ist jetzt 14 Uhr. Ich habe ein bisschen geschlafen. Bin heute Morgen ja um 4 Uhr aufgestanden. Und werde den Rest des Tages so hier ein bisschen rumgammeln. Ein bisschen mich ausruhen, schlafen, lesen. Ein bisschen Hörbuch hören, Musik hören. Früh zu Abend essen und früh ins Bett gehen. Morgen ist ein entspannter Tag. Es sind nur 4 Stunden Gehstrecke. Da muss ich nicht so früh aufbrechen. Und die letzten beiden Tage haben es dann nochmal in sich in puncto Gehstrecke. Und ja, dann ist heute schon Tag 4 rum. Das Camp hier ist wirklich für mich das Camp des Grauens. Also es ist, die anderen Camps, die waren schon wie so ein Schullandheim. So riesigen Gruppen, die da im Prinzip unterwegs sind, über 100 Leute sicherlich. Hier ist nochmal eine ganz andere Qualität, weil hier dieser Ort ist auch so von außen erreichbar und hier sind so viele Leute und die sind so laut, die sind so respektlos. Das erste, was ich hier gesehen habe, nachdem ich so 3 Dutzend Personen passiert habe, die als Tagesausflügler auf dem Weg zum Aussichtspunkt waren, war einer, der mit seiner Drohne hier geflogen ist, obwohl das strikt verboten ist. Die guten Sachen habe ich schon verbraucht. Jetzt gibt es nur noch Instant-Nudeln und Suppe für die nächsten 4 Tage zum Abendessen. Oh ja. Aber heute noch ein bisschen Parmesan. Guten Morgen, heute ist Tag 5. Es ist jetzt ungefähr 7:30 Uhr. Und ich packe gleich meine Sachen zusammen, mache mich auf den Weg. Heute Nacht ist die zweite Nacht unter Null. Die Zelte sind alle gefroren. Dafür ist der Himmel total klar. Beste Bedingungen, würde ich sagen. Das Wetter ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der Winter nicht mehr fern ist. In 10 Tagen wird der Park geschlossen. Ja. Wären nicht so viele andere Zelte hier, wäre es noch besser. So, heute ein etwas späterer Start als die letzten Tage. Es ist jetzt kurz vor 9. Aber es ist einfach saukalt. Der Boden war gefroren. Ich habe mein Zelt dann komplett nass eingepackt. Ich hoffe, dass das Wetter heute gut ist, dass es danach ja trocknen kann. Gestern von Los Perros über den Pass hierher gelaufen in etwas mehr als 6 Stunden. Dann den Rest des Tages so entspannt. Und jetzt, heute ist eine ganz kurze Stage, irgendwie mit 4 Stunden zum nächsten Camp. ...58 Tage hat es hier gebrannt. Und das ist schon 13 Jahre her. Die Vegetation hat sich trotzdem nur ganz langsam bis jetzt erholt. Schon ziemlich beeindruckend. Kleine Kletterpassage.
Puh. In den letzten 2 Stunden im Schatten gelaufen und es ist noch deutlich unter Null, der Boden ist noch gefroren, jetzt kommt die Sonne raus, das macht einen riesen Unterschied. Das ist viel besser so. So nach 3,5 ziemlich entspannten Stunden bin ich jetzt an meinem Lager für heute Nacht angekommen. Es gab zwar morgens mal so einen 250 Meter Anstieg, ansonsten war der Trek aber harmlos. Und mir sind, keine Ahnung, 200 Leute oder so entgegengekommen. Der Check-in ist eigentlich wie immer noch geschlossen. 14:30 Uhr macht er auf, das heißt, ich muss noch mindestens 2 Stunden warten. Es ist hervorragendes Wetter und ich nutze es natürlich, um mein ganzes nasses Zeug zu trocknen. Eben als ich mein Zelt ausgepackt habe, war das noch komplett voller Eis. So gut isoliert war das ganze Zeit. Herzlich willkommen zu Tag 6. Es ist jetzt 6:45 ungefähr, noch immer dunkel. Nachdem die vorletzte Nacht echt total eisig war, sodass der Boden gefroren war, war die letzte Nacht so warm, dass ich meinen Schlafsack nur als Decke benutzen konnte. Dafür war es total stürmisch und ich habe kaum geschlafen, weil die ganze Nacht der Wind so am Zelt gerüttelt hat. Jetzt aktuell gibt es so leichten Schneefall. Ich habe im Dunkeln abgebaut, mache mich jetzt auf den Weg. Heute ist ein langer Weg, sind über 30 Kilometer. Mal schauen, vielleicht wird das Wetter nachher noch besser. Das wäre super. Ansonsten fühle ich mich ganz fit. Es sind jetzt, wie gesagt, noch 3 Tage insgesamt mit heute. Und ich laufe jetzt nach Gardaria Italiano, lasse da mein Gepäck und gehe dann zum Aussichtspunkt hoch.
Ich habe es jetzt in 1,5 Stunden von Peene Grande hier zum Ranger Outpost Italico geschafft. Lasse jetzt hier mein Gepäck und dann sind es, ich glaube, knapp 6 Kilometer hoch zum Aussichtspunkt und wieder zurück, bevor ich dann zu meinem Camp für heute Nacht laufe. Ich habe meinen Rucksack jetzt an der Ranger-Station gelassen und nur eine Kleinigkeit zu essen, eine Regenjacke und eine Flasche Wasser mitgenommen und die Kamera natürlich. 6,5 Kilometer. Ich denke, ohne Gepäck brauche ich wahrscheinlich 1 Stunde 15 und nochmal eine Stunde zurück oder 1,5. Ist doch erheblich schneller, als ich gedacht habe. Es schneit gerade, aber es ist eine Wahnsinnsaussicht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, total wunderschöne Szenerie, aber wie eigentlich überall hier, und das ist das, was mich wirklich stört, man hat es nie für sich alleine. Ich war der Erste oben, weil ich am schnellsten war und deswegen hatte ich 10 Minuten lang den Gipfel ganz für mich allein und dann kamen 8 Leute. Der Abstieg vom Mirador Britannico hat mich ungefähr 1,5 Stunden gekostet. Ich bin jetzt zurück im Gepäck und mache mich jetzt auf den Weg zu meinem Campingground für heute Nacht. Ich bin heute schon 21 Kilometer gelaufen, nochmal 6,5 mehr. Was macht das schon? Heute ist es irgendwie die ganze Zeit nass, kalt und windig. Sehr unangenehm. Aber was wäre denn, wenn immer nur schönes Wetter wäre? Und das ist ja schließlich auch Patagonien hier.
echt einer der schönsten Streckenabschnitte auf den heutigen Tag. Wahnsinn, oder? Es ist jetzt kurz nach 15 Uhr. Ich bin jetzt in Suernes, ich glaube, so spricht man es aus, angekommen und habe das Zelt hinter mir bezogen. Das, was unten rauscht, ist nicht das Meer, sondern ein großer See und es ist entsprechend windig und kalt. Ich bin jetzt seit heute Morgen um kurz nach 7 unterwegs gewesen, die letzten 7 Stunden. Zahlreiche Höhenmeter gemacht und fast 30 Kilometer zu Fuß. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen. Es ist jetzt kurz nach 8 an Tag 7 und der letzte vollständige Tag auf dem O-Track. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Es ist die letzten Nächte immer sehr, sehr kalt gewesen. So auch heute Nacht und heute Morgen ist auch nur knapp über dem Gefrierpunkt. Da lohnt es sich doch aufzustehen, oder? Bei dieser Aussicht. Auch wenn es kalt ist, auch wenn ich heute noch weit laufen muss. Fantastisch. Ich bin jetzt in Chileno, es hat mich knapp 4 Stunden gekostet. Der Weg hierher war eigentlich ganz schön. Jetzt hänge ich hier allerdings rum, es ist knapp 12 Uhr und Check-in ist natürlich erst um 14 Uhr. Und ehrlicherweise ist das hier so mein persönlicher Albtraum. Also es sind ungefähr 500 Leute. Also hier in Chileno gibt es meines Wissens gar keine Möglichkeit zu campen. Also musste ich hier ein Zelt reservieren. Das ist meine letzte Unterkunft auf dem Trek. Der Trail wird um 15 Uhr geschlossen. Es ist jetzt knapp 14 Uhr, aber es sind nur 4 Kilometer bis zu den Torres. Also laufe ich mal schnell vorbei und dann wieder zurück. Das Wetter ist nämlich echt super. Die Sonne scheint und wer weiß, wie es morgen früh ist. So, Torres del Paine Speedrun, 1 Stunde 8 Minuten. Es wäre noch ein bisschen schneller gegangen, aber es ist super viel Betrieb auf der Route. Aber ich gehe das ja morgen früh nochmal und da ist dann vermutlich niemand, der mir entgegenkommt, oder schätze ich zumindest. Ja, was soll ich sagen, sind schon ganz nett, aber ziemlich überhyped, finde ich. Und ich weiß nicht, es sind halt
klein, ne? Ist halt nicht zu vergleichen mit den Trangos oder so. So, ich habe mittlerweile gegessen, alles fertig gemacht. Bin jetzt in meinem Zelt, draußen ist es wieder saukalt. Starke Windböen und es regnet und es ist wirklich kalt. Ich bin heute Morgen nicht hochgelaufen. Das war es mir ehrlicherweise nicht wert. Von hier aus sind es etwas über 10 Kilometer bis nach Central und von da nochmal 7 bis zur Laguna Amata. So, letzter Tag des Treks heute. Es ist kurz nach 8, es regnet, es ist neblig. Es gibt immer wieder so starke Windböen und es ist kalt. Und es geht steil bergauf. Whitney Pass. Passt total. Am Wetter hat sich leider bis jetzt nichts gebessert. Ich bin jetzt in 1 Stunde 15 Minuten abgestiegen. Bin gleich wieder am Willkommenscenter. Unangenehmes Wetter heute. Aber letzter Tag, O-Trek, 8. Tag. So, ich habe es zurück nach Puerto Natales geschafft. War relativ schwierig, weil ich einen früheren Bus nehmen konnte und dann war mein Ticket nicht da und wie auch immer. Der Busfahrer war wirklich super nett und ich durfte vorne mitfahren. Habe dann am Schalter das mit meinem Ticket geklärt und habe mein Hostel leider für gestern gebucht. Total dumm von mir, aber ich habe irgendwie die Daten durcheinander gebracht. Habe jetzt mein Zeug, das ich da deponiert hatte, abgeholt und habe schnell ein anderes Hostel gebucht. Das ist 300 Meter von hier. Da bringe ich jetzt mein Zeug hin und dann muss ich unbedingt was essen. Ich verhungere echt.